Im Serengeti-Reservat in Tansania begleitet ein 6 Monate altes Löwenjunges sein Rudel auf seinem ersten Jagdausflug. Es war zu jung, verstand die Regeln der Jagd nicht und seine unbeholfenen Schritte trennten es allmählich von der Herde. Es wurde dunkel, Büsche verdeckten seine Sicht und jedes Brüllen verklang allmählich, sodass es in Panik geriet und nicht wusste, wohin es sich wenden sollte. Als ihm klar wurde, dass er zurückgelassen wurde, zitterte das Löwenjunge, seine Augen weiteten sich panisch und sein Maul knurrte leise, als würde es um Hilfe bitten. Es begann, am Waldrand entlang zu wandern, ging unsicher und versuchte, die Spur seines Artgenossen zu finden, erhielt jedoch nur kaltes Schweigen als Antwort. In der ersten Nacht allein kauerte es im Gebüsch, die Augen vor Sorge weit aufgerissen, die Ohren stets gespitzt, um auf jedes Geräusch zu lauschen. In der Dunkelheit der Serengeti machten ihn die Schreie der Antilopenherde noch trauriger, das Gefühl der Verlassenheit quälte ihn grausam. Diese verzweifelten, umherirrenden Schritte eröffneten die beschwerliche Reise, auf der Leben und Tod jeden Tag nah beieinander lagen. Tagsüber versteckt es sich oft in einem verlassenen Haus in der Nähe eines Wohngebiets und beobachtet mit seinen aufmerksamen Augen alles durch einen Spalt in der Wand. Nachts, wenn es dunkel wird, schleicht es sich auf die Müllhalden der Menschen und durchwühlt dort Essensreste. Doch die leeren Mülltonnen und der Geruch von Plastik und Metall schreckten ihn ab und sein Hunger wurde immer stärker. Nur das Wasser aus Regenpfützen hilft ihm zu überleben, auch wenn sein Körper immer mehr schrumpelt und sein Fell struppig und zerfetzt wird. Jeder Schritt auf dem rissigen Boden war unsicher, die Beine zitterten und die Atmung war schnell, als ob ihm alle Kraft entzogen worden wäre. Als es dunkel wurde, versteckte es sich ängstlich hinter den trockenen Büschen. Das widerhallende Heulen der Wölfe versetzte es nur noch mehr in Panik. Jedes Mal, wenn es in der Ferne die Lichter des Dorfes sah, wagte es, ängstlich und an seinen eigenen Instinkten zweifelnd in einiger Entfernung stehen zu bleiben. Die Zeit verging langsam, sein Körper bestand nur noch aus Haut und Knochen, sein Bauch sank ein, seine Augen verloren allmählich ihren Lebensfunken. Die riesige Serengeti schien sich in ein riesiges Gefängnis zu verwandeln, in dem das verlassene Löwenjunge in völliger Angst lebte. Niemand ahnte, dass es innerhalb weniger Tage völlig zusammenbrechen würde, wenn nicht ein Wunder geschah. In der 9. Nacht brach das Löwenjunge erschöpft und ausgelaugt am Rand einer unbefestigten Straße zusammen, die zu einem kleinen Dorf in der Nähe der Serengeti führte. Mit schwacher Atmung, langsamerem Herzschlag und bei jeder Welle zitternden Körper schien es, als würde es noch in derselben Nacht aus dem Leben verschwinden. Am nächsten Morgen waren die Passanten der Gegend schockiert, als sie ein mageres Löwenjunges regungslos daliegen sahen. Sie schrien vor Angst und schreckten das Tier auf, das vor Panik und Verzweiflung die Augen weit aufgerissen hatte. Es war zu schwach und konnte nicht aufstehen. Nur seine verbleibenden Instinkte ließen es die Zähne fletschen und leise knurren, als wolle es drohen. Das Haar war struppig, der Körper nur noch ein Skelett, und jeder, der ihn sah, schauderte vor Mitleid statt vor Angst. Das schwache Brüllen konnte die Erschöpfung nicht verbergen, in seinen Augen leuchtete die letzte Hoffnung auf ein Wunder der Rettung. Die Leute wichen einfach zurück und riefen eilig die Ranger an, um zu melden, dass ein Löwenjunges in Schwierigkeiten sei. Die Information verbreitete sich schnell und jeder verstand, dass es sich um eine dringende, lebensrettende Situation handelte. Ungefähr 30 Minuten später erschien ein Pickup-Truck der Serengeti-Ranger mit 3 erfahrenen Männern an Bord. Der Anführer ist Jakob, ein erfahrener schwarzer Ranger, der viele wilde Tiere aus verzweifelten Situationen gerettet hat. Sie beobachteten den Löwen aus der Ferne und erkannten, dass er zu erschöpft war, um anzugreifen. Sie blieben jedoch vorsichtig und schützten ihn mit Netzen und langen Stöcken. Als er näher kam, duckte sich Jakob tief, seine Augen waren geduldig, damit es nicht in Panik geriet, und er näherte sich dem armen Tier langsam. Das Löwenjunge zischte schwach, schaffte es jedoch nur, ein paar harmlose Kratzer zu hinterlassen, bevor es wieder auf dem trockenen Boden zusammenbrach. Jakob wickelte das Netz schnell ein und legte es zusammen mit seinen Teamkollegen in einen sicheren Eisenkäfig auf dem Pickup. Seine Augen waren halb geschlossen, sein Atem war schwach wie eine verlöschende Glut, aber es war immer noch eine zerbrechliche Vitalität vorhanden. Das Auto rollte von der staubigen Straße weg und brachte die Überlebenschance des armen Löwenjungen näher.
Unterwegs hielt Jakob Ausschau und beugte sich gelegentlich hinunter, um dem Tier beruhigende Worte zuzusprechen, als wolle er ihm zu verstehen geben, dass es in Sicherheit sei. Seine Teamkollegen bereiteten Erste-Hilfe-Sets vor und kontaktierten einen Tierarzt, der im Rettungszentrum wartete. Die Atmosphäre im Auto war angespannt, aber alle waren entschlossen, alles zu tun, um zu verhindern, dass dieser Löwe umsonst starb. Bei der Ankunft im Serengeti-Rettungszentrum untersuchten die Tierärzte das Junge schnell und stellten fest, dass es stark unterernährt war. Sein Körpergewicht hat sich im Vergleich zu seinem Alter fast halbiert, es besteht nur noch aus Haut und Knochen und selbst seine Schritte sind unsicher. Um ihn wiederzubeleben, wurden ihm sofort intravenöse Flüssigkeiten, Nahrungsergänzungsmittel und Zuckerwasser verabreicht. Am ersten Tag lag es einfach nur still da, seine Augen waren trüb, aber nachts begann es tiefer und leichter zu atmen. Ärzte und Ranger wechselten sich im Dienst ab und überwachten jede Bewegung und jeden zarten Atemzug des kleinen Lebens. Nach 3 Tagen begann es, unsicher aufzustehen, seine Beine zitterten, aber in seinen Augen zeigte sich ein Hoffnungsschimmer. Eine Woche verging, der Körper gewann allmählich an Kraft, das Fell begann mehr zu glänzen und auch der eingefallene Bauch wurde wieder voller. Jakob fütterte es geduldig mit kleinen Portionen Fleisch, ermutigte es zum Essen und saß manchmal da und plauderte wie ein gütiger Vater. Jedes junge Brüllen war schwach, aber voller Leben und zauberte allen ein gerührtes Lächeln ins Gesicht. Als er sah, wie es mit seinen nun stärkeren Zähnen am ersten Knochen nagte, wusste Jakob, dass es dem Tod entkommen war. In den darauffolgenden Tagen wurde es besonders gepflegt und erholte sich allmählich wie durch ein Wunder der Natur. Das ganze Zentrum schien vor Freude zu strahlen, weil es ihnen gelungen war, ein Leben zu retten, das zuvor am Rande des Todes gestanden hatte. Nachdem es stabil war, wurde es in ein halbwildes Gehege gebracht, das die Umgebung der Serengeti fast genau nachahmt. Jakob wurde zum Hauptverantwortlichen und überwachte jeden Tag jeden Schritt des Trainings und Verhaltens, um den Jagdinstinkt zu trainieren. Anfangs war es unbeholfen, dem falschen Köder nachzujagen, aber mit der Zeit wurden seine Reflexe schneller und stärker. Es lernt, sich wie ein echter Krieger der Savanne präzise anzuschleichen, zu springen und zuzuschlagen. Einen Monat später ist der Körper straff, die Muskeln sind ausgeprägt, die Augen strahlen mit dem Selbstvertrauen und Stolz eines Raubtiers. Jakob stand oft außerhalb des Zauns und beobachtete die Tiere mit einem stolzen Lächeln, während er das jugendliche Brüllen durch den Pferch hallen hörte. Das Löwenjunge wurde immer mutiger, war nicht mehr schüchtern, sondern voller Mut, als wäre es bereit, in die Wildnis zurückzukehren. Die Sonnenuntergänge in der Serengeti, deren Rauschen sich mit dem Wind vermischt, hallen wieder wie eine magische Bestätigung der Wiedergeburt. Shadow, der Rettungshund des Zentrums, rennt manchmal um den Zaun herum, und es macht Spaß, ihn zu jagen. Tierärzte bestätigten, dass sein Gesundheitszustand einwandfrei sei und er wieder zu seiner Art zurückkehren könne. Der Tag, an dem die Entscheidung fiel, die Herde zu finden, war nahe, und alle warteten gespannt auf das heilige Wiedersehen. Die Ranger der Serengeti beschlossen, das Löwenjunge zu seinem Rudel zurückzubringen, da es im Reservat nur 2 große Rudel gab. Der Pickup rollte weiter und brachte ihn zu der Graslandschaft, wo das erste Löwenrudel im Schatten eines Baumes ruhte. Es stieg aus dem Käfig, näherte sich langsam, die Ohren gespitzt, die Augen angespannt, auf der Suche nach der vertrauten Gestalt. Die erwachsenen Löwen im Rudel sahen es mit seltsamen Augen an, es zeigte sich keine vertraute Reaktion. Es schlich auf Zehenspitzen umher, schnüffelte und schnüffelte, fand jedoch keine Spur seiner Familie. Seine Schritte wurden allmählich langsamer, er senkte den Kopf, seine Augen blitzten vor Traurigkeit, dann drehte er dem Auto den Rücken zu. Jakob seufzte, als ihm klar wurde, dass dieses Rudel nicht seine wahre Familie war und alle Bemühungen noch nicht abgeschlossen waren. Die Ranger beschlossen, nicht aufzugeben und entschieden sich für eine zweite Herde, die mehr als 50 Kilometer östlich der Serengeti lebte. Im Bus lag es still, die Augen weit geöffnet und den Blick in die Ferne gerichtet, als erwarte es an der nächsten Haltestelle ein Wunder. Als sie den zweiten Herdenbereich erreichten, öffneten sie die Käfigtür, das Löwenjunge sprang sofort auf und seine Augen leuchteten ungewöhnlich.
Es rannte direkt auf eine ruhende Löwin zu, deren Beine zitterten, die aber voller Verlangen und Hoffnung war. Das junge Brüllen ertönte schwach, aber voller Emotionen und wurde sofort von einem tiefen Brüllen beantwortet. Es war die Löwenmutter, ihre Augen blitzten, sie rieb sofort ihren Kopf an ihrem Jungen und umkreiste es, als würde sie es willkommen heißen. In diesem Moment umringten die Löwen das Kind, griffen es nicht an, sondern nahmen es wieder in die Arme seiner Familie auf. Jakob und seine Teamkollegen standen von weitem da und es brach ihnen das Herz, als sie den heiligen Moment der Wiedervereinigung mitten in der Natur miterlebten. Das Löwenjunge klammerte sich an seine Mutter, seine Augen leuchteten vor Glück und sein Brüllen hallte über die Graslandschaft der Serengeti. Alle umarmten sich glücklich, im Wissen, dass sie gerade dazu beigetragen hatten, ein Leben zu retten und es dorthin zurückzubringen, wo es hingehört. Das Auto rollte langsam davon und ließ die wiedervereinten Löwen zurück. Das Sonnenlicht schien hell herab, als wäre es ein Segen. Jakob blickte ein letztes Mal zurück und lächelte glücklich, als er das Löwenjunge sah, das fröhlich neben seiner Mutter herlief. Die Geschichte endet und hinterlässt in jedermanns Herzen eine heilige Erinnerung an Liebe, Leben und das Wunder der Serengeti.